Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und heute wird uns eine ganz besondere Ehre zuteil, denn wir sind seit langem mal wieder im Account vom guten Saif aka Matze und wir sind nicht nur im Account drin, sondern der Matze ist auch mit im Call. Hallo und herzlich willkommen auch an dich. Schön, dass du wieder da bist. Ja, moin moin. Freut mich auch, dass ich wieder da bin. Wir hatten ja schon einige Videos zusammen gedreht und in der Vergangenheit, das letzte ist jetzt ein bisschen her, das war zum Elevator gewesen, aber ansonsten war der Account von Matze wirklich immer einer, den wir regelmäßig auf dem Schirm hatten und jetzt ja, sind wir kurz vor einem ganz besonderen Meilenstein und es freut mich wirklich sehr, dass du mir auch heute wieder die Ehre erweist, dass ich tatsächlich hier die Stufe 700 mit dir zusammen im Video festhalten darf. Dankeschön erstmal dafür. Ja, kein Problem. Dann, darüber hinaus ist das nicht der einzige Meilenstein, den der Saif hier kürzlich geknackt hat. Denn wenn man mal auf die ja, Stat-Punkte schaut, dann sehen wir hier, dass er hier auch mittlerweile schon die 1 Million Total Stats geknackt hat. Das sieht man tatsächlich nochmal besser, wenn wir einmal in den Webshop reinschauen. Und hier sehen wir, der Saif bei den Endgegnern auf Platz 1 weltweit mit den meisten Hauptattributen zurzeit. Hier ganz oben mit dabei und hier steht halt die fette 1 Million. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. Das ist schon eine krasse Leistung auf jeden Fall. Muss man mal wirklich so sagen. Und wir wollten eigentlich schon das Video drehen zu den 1 Million Stat-Punkten. Das ist dann doch ein bisschen schneller passiert, als wir gedacht hätten. Wann hast du die 1 Million circa geknackt gehabt? Vor wie vielen Tagen? Das steht in der Beschreibung drin, wenn du mal guckst. Ja, schauen wir mal nach. Ich hab das ja notiert unten. 1 Million Total Stats am 15.08.2024. Ist schon wieder ein paar Tage her tatsächlich. Kam mir jetzt gar nicht so vor. Und Ja. das ist natürlich krass. Heute haben wir den 24., wo wir das aufnehmen und du bist schon wieder 5265 schon wieder hier im Plus. Das ist auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut. Und heute knacken wir auch noch zusammen die 700. Man muss dazu sagen, Saif ist jetzt so der allererste Spieler, der die 1 Million Stats ja, Ja. geknackt hat, so mit Tränken dauerhaft drinne. Wir haben ja in der Vergangenheit schon beleuchtet, dass der Strider, wenn er dann mal Tränke anlegen würde, hatte er ja schon mal kurzzeitig gehabt, auch die 1 Million geknackt hat. Aber der dauerhafte Spieler Number One ist jetzt halt momentan gerade der Saif. Ja, im Battle mit der Nachteule. Wie sieht es da aus zwischen euch intern? Seid ihr so im Kontakt miteinander? Und schreibt euch mal hin und her, wer so die Speerspitze führt. Habt ihr da so Kontakt untereinander? Ja, ich schreibe mir immer mal wieder, aber ja, mal mehr, mal weniger. Aber wir haben ja auch einen Discord, also Endgegner-Discord, da schreibt man immer mal wieder, ja. Ach, sind die Endgegner und Endgegner Alpha auf demselben Discord? Ja, ja, wir haben einen Discord einen extra. Ah, Das ist eine große Familie, ja. okay, ja, das wusste ich immer nicht genau, ob das jetzt nun wirklich so dazugehört oder nicht. Aber ja, das ist ja nochmal gut zu wissen aus erster Hand. Du spielst ja hier auch auf dem Server Fusion 8 in der Gilde von den Endgegnern. Und ja, das ist ja auch bei Weitem, wenn man sich mal so die Elevator-Ranglisten angeschaut hatte, die stärkste Gilde, so die es momentan gerade gibt. Und hier sind halt auch sehr viele bekannte Namen drin, die man auf jeden Fall hier und da schon des Öfteren mal gelesen hat. Und der Saif ist hier relativ unscheinbar hier unten, aber hier sind halt auch eben alles Offis, ne? Deswegen. Und man muss dazu sagen, ich glaube, das erste Video, was wir aufgenommen hatten, das thematisierte, glaube ich, das Video, wenn ich jetzt mich so recht erinnere, der stärkste Goldspieler, weil du jemand bist, der zwar mit Stufe 700 jetzt bald trotzdem sehr, sehr hoch bist vom Level her, aber durch die Stat-Punkte halt ja, deutlich, deutlich stärker bist als die meisten, die es momentan gerade so gibt. Und deswegen ja, bist du ja auch nicht ohne Grund, sag ich mal, hier jetzt auf Platz 1. Ne? Also
ich kann mich leider nicht mehr so ganz genau erinnern, aber hast du schon immer auf Gold gespielt, beziehungsweise hast du schon sehr früh damit angefangen, auf Gold zu gehen? Am Anfang natürlich Erfahrung, ne? Wie immer. Aber ich glaube, ich weiß das genaue Level, weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit 420 oder sowas. Bin ich auf Gold gegangen. Aber ist, glaube ich, zu früh gewesen, aber Ja, ich ich meine, weiß es nicht so genau. ich meine, damals, das waren auch noch ganz andere Zeiten, ne? Guck mal, du hast hier das wollte ich dich nämlich vorhin auch noch fragen, du hast deinen Account erstellt am 15.04.2010. Das ist schon extrem krass, ne? Ich glaube, 2009, Ende 2009 irgendwann kam, glaube ich, Shakes and Fidget raus, ne? Genau. Und ja, auf jeden Fall seitdem her jeden Tag durchgezogen, ohne Pause bestimmt, ne? Genau, ohne Pause. Jeden Tag durchziehen. Ja, das ist schon Es krass. kam, es kam, glaube ich, Juni 2009 raus, ne? Weil die doch da Geburtstag haben. Stimmt, genau, ja, stimmt. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich auch noch Spieler gegeben haben, die vor dir angefangen haben, aber in der Phase des Spiels, da konnte man halt eben potenziell auch noch nicht so extrem viel, glaube ich, machen bzw. rausholen, dass man sich da jetzt so einen heftigen Vorsprung hätte erarbeiten können. Ja. Ja, und trotzdem bist du halt eben hier auf Platz eins. Ja, dann haben wir hier auch noch, wenn wir noch weiter runtergehen, das hattest du eben angesprochen, Furaken und dein Nachbar, die auch einen Battle führen zwischen den Kriegern, die, ja, wer da als erstes die 1 Million Stat-Punkte knackt. Was ist da so dein Tipp? Wer packt es als erstes? Ich glaube, Nachbar, der will da auf jeden Fall Erster sein. Glaube ich schon. Aber unten der Viper ist ja auch nicht so weit entfernt, ne? Von Krieger. Stimmt, ja, Viper ist ja auch noch relativ nah dran, ne? Ja, und dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit Jurik. Stimmt, von Viper habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Den hatten wir auch öfter schon mal hier auf dem Kanal gehabt, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir werden erstmal Stufe 700 knacken. Äh, Dazu, ja, willst du noch was sagen vorher? ja, geh nur mal ganz kurz bei uns in die Gilde. Ich will noch was sagen. Ja. Früher wäre es aber nicht zustande gekommen, glaube ich, wenn mein alter Gildenleiter, hier Daddy Cool, mich nicht damals als kleiner Magier aufgenommen hätte. Da wäre, glaube ich, vielleicht gar nicht so alles gekommen, wie es jetzt ist. Wo warst du Ja. vorher gewesen? Server 5, das waren die Freimaurer. Die gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Die Ach Gilde. so. Die haben sich Und wahrscheinlich dann, mit der Fusion auch so aufgelöst, beziehungsweise sind viele von euch dann hier zu den Endgegnern gewechselt? nee, das war viel früher. Es war schon die ultimative Gilde, die gibt's auch noch, die ist aber verfallen halt, ne? Ja, stimmt. Ähm, Da waren wir sehr lange und er war Gildenleiter Mhm. und hat mich als kleiner Magier damals noch aufgenommen. Ich war auch so wie Mo unten da, so der Kleinste. Einer der Kleinsten. Ach, das ist ja Ja, und hab mich interessant. hochgekippt. Das ist ja Ja, interessant. Zu der Zeit warst du noch einer mit der Schwächsten aus der Gilde ja, ja. und dann hast du dich dazu entwickelt, einfach mal so der Stärkste der Welt zu werden hier. Also, Ja, gut, es wurden Leute gesucht, ne? ja. Und da haben sie vielleicht gedacht, komm, wir geben ihm eine Chance. Ich Mhm. weiß es nicht. Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, da hat der Daddy auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt, weil ja, man kann jetzt sagen, was man möchte und ich weiß nicht, ob du das selbst auch gerne so hörst, aber im Moment bist du halt der stärkste Spieler laut Statpunkten der Welt, ne? Ist dir das schon so manchmal bewusst? Also führst du dir das mal so vor Augen, was das eigentlich für eine krasse Leistung ist? Ja, auf jeden Fall. Ich krieg's aber auch immer wieder mal so gehört und gesagt, sag ich mal. Ja, ist schon krass, ne? Kriegst du auch so ab und zu mal so Groupie-Fanpost-Nachrichten? So. Ey, ohne Witz, ne? Das ist nicht lang her, vielleicht 2, 3 Wochen oder so. Da hat mich einer in Discord angeschrieben, aber nicht auf Deutsch, sondern ich weiß nicht, was das war, Tschechisch oder so. Ähm, Er würde gerne meinen Account kaufen, weißt du, übersetzt so. Ja, Ja, ich weiß zwar nicht, was das den Leuten immer bringen soll, wenn sie den Account kaufen. Also vor allen Dingen ist es ja auch übel auffällig, selbst wenn man den Account kaufen würde und ihn umbenennt, man weiß ja, welcher Spieler dahinter steckt, eigentlich original. Also, ja, ja, macht keinen Sinn. Ja, aber lustig. Ich kann mir vorstellen, wenn man halt eben so hoch hier in der Ehrenhalle ist, ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich ein Auge auf den Webshop haben, so, dass man da öfter mal Nachrichten bekommt. Aber du müsstest ja eigentlich auch in der IHOF? nee, Nee, da bist du nicht. nee, nee. Guck mal meinen Rang an. Warte mal. Ehrenhalle. Ja. Ach ja, stimmt, das stimmt, das ist ja, ist ja ehrenhallenabhängig. Aber woran liegt das, dass du jetzt gerade, hast du dich droppen lassen? Machst du Beutegold-Taktik?
Ich mache seit ein paar Monaten, ja. Ah, okay. Weil ich hatte nämlich als letzte Info von dir, dass du da gar nicht so hinterher bist hinter Beutegold und sowas. Ja, muss Deswegen, ich ja machen. Also, es bleibt mir ja nichts anderes übrig. ja, es ist schon, man ist schon heutzutage ein bisschen dazu gezwungen, das zu machen, weil man ansonsten ja, viele Stat-Punkte abgehängt wird. Und ich denke mal, die Konkurrenz ist groß und ja, jeder will da auf jeden Fall nach oben kommen, gerade wenn man so weit oben ist hier in der Ehrenhalle. Und ja, sag ich mal, der Weg nicht mehr so weit ist, dass man da halt wirklich nochmal alles gibt und jedes letzte Goldstück dann rauszwingt. Und am Ende des Tages sind es halt 100 Millionen pro Tag, die einen durch die Lappen gehen. Und wenn man sich das hochrechnen würde, ist das schon einiges, was man ja, verpasst, wenn man das nicht macht. Aber du hast lange Zeit ohne gespielt. Ja, aber ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss es machen, ne? Weil Mhm. die anderen machen es ja auch, hier Luca Freak, Nachbar und wie sie alle heißen. Du glaubst, ich mach's nicht, aber Nee. Also viele machen. ich habe es letztes Jahr komplett durchgezogen, aber dieses Jahr habe ich es bisher komplett sein lassen. Ja, also man hätte wahrscheinlich noch deutlich höher von den Rängen her jetzt sein können so. Aber das war mir halt einfach zu viel an Zeitaufwand gewesen. Und ja, aber ich kann es verstehen. Und die Leute, die es machen, die haben sich auf jeden Fall auch die Ränge verdient, definitiv. Weil das natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch nimmt, beziehungsweise halt auch Pilzkosten, die man da auch eventuell jeden Tag in die Hand nimmt, weil man ja jetzt auch nicht ja, immer alle Free Tries, sag ich mal, in der Arena, beziehungsweise alle 10 Minuten hier in der Ehrenhalle durchgeht und da einen Gegner angreift. Ich denke mal, das wird bei dir so ähnlich sein, ne? Also ich mache die freien Versuche, ganz ehrlich, über den Tag verteilt. Mit dem Echt? Handy und so geht das schon, ja. Okay, Man das hat ja, ist krass. und selbst wenn, dann nehme ich mal, weiß ich nicht, 10 Pilze in die Hand, mach den Rest noch. Aber das meiste mache ich ohne. Hm, interessant. Ich Und meine, hab, ich hab halt auch eine Liste gemacht von den Gegnern hier. Ähm, die Gold haben. ja, ja. Ja, Zum Beispiel geil. unten die Möhrengurke bringt immer 2,4 und da 149. Ja, wenn die in der Nähe ist. Jetzt, die bringt jetzt nichts, weil die zu weit weg ist. Ah, Müsstest okay. du oben drüber einen angreifen. Ah, stimmt. Ja, gut, da muss man ja auch immer drauf aufpassen hier, dass man von der Ja, Ehre her auch stimmt. Ah, ihr seid ja, genau. aber warte mal, es sind viele, ne? Peter, hier auch wahrscheinlich jemand, der sich auch Nee, gerade. Nee? Ist der inaktiv? ja, weiß ich nicht. Nee, der spielt, aber der hat gerade kein Gold, das habe ich vorhin probiert. Der lässt es, glaube ich, auch fallen, ja. Ja, also das ist halt ein Problem, das hatten wir auch schon im Interview mit Thorsten zum Beispiel angesprochen gehabt. Da hattest du auch den Kommentar zum Beutegold geschrieben, meine Mhm. ich. Und ja, der hatte dann auch sehr viele Upvotes gehabt, sodass wir das Thema dann da vorgebracht haben, damit man dann halt solche Dinge in Zukunft eventuell nicht so sehen muss. Einmal, dass hier die Leute splitterfasernackt rumlaufen, weil es halt einfach ein unnatürlicher Spielfluss ist, sag ich mal, innerhalb des Spiels. Es ist eine Mechanik, die wird natürlich ausgenutzt und ja, aber es ist, weiß ich nicht, vielleicht kann man da in Zukunft noch eine etwas bessere Alternative finden, damit sowas nicht passiert, weil es ist ja nicht nur in der Ehrenhalle so, sondern auch in der Gilde selbst. Sind ja auch manchmal dann Leute, die halt nackig rumlaufen. Ich weiß nicht, wie viele machen das bei euch in der Gilde? Hast du da so eine grobe Übersicht oder verfolgst du das so? Alle, wir hatten mal eine. Oh, ich bin schon 700 steht hier. Hä? In der Gilde. Ist geil. Hä, was ist das denn für ein Bug? Okay, das ist interessant. Darf Ähm, ich mal in den Gildenchat schauen? ja. Hä? Hä? Was ist das denn? Wegen dem Angriff oder was? Das kann sein. Aber oben, Ja, bist du jetzt durch den Gildenangriff Level up geworden oder was? das sollte eigentlich nicht passieren. Nee, weil hier Geh bist mal, du. geh mal, geh mal oben links drauf. Hä? Hier bist du ja auch noch Nein. nicht Stufe 700. Ja, also wenn wir jetzt das Video nicht aufgenommen hätten, uns hätte wahrscheinlich jetzt auch wieder keiner geglaubt hier. Jetzt bin ich aber Aber, auch gleich mal gespannt, ob du das doppelte 700 erreichst, wenn du jetzt wirklich 700 schaffst. ja. Ob das Ich denn wollte die zweimal da Frage noch steht. beantworten. Ja, mach Mit mal. dem. Ja. Also vor ein paar Monaten war das noch ganz schlimm bei uns. Da gab es einige, ich auch, ja. Und dann, ja, haben wir zu den Kämpfen waren wir dann teilweise nackt und so. Da gab es auch Ärger, ja. Da kennt Mhm. man ja. Und jetzt haben wir es so ein bisschen im Griff, ja.
Okay. Da hat der W70 oder der Werner ordentlich die Peitsche geschwungen, ja, sag ich dir. Ja, ich glaube das, weil ja, gerade auch so, wenn man, also, ne, es ist ja wirklich ein Struggle, sich die ganze Zeit das Equipment anzuziehen und auszuziehen und das auch im Überblick zu haben, wann halt eben die Kämpfe und sowas stattfinden, dass man da sich dann regelmäßig zumeldet und, oder falls hier irgendwelche, ich weiß gar nicht, wie weit seid ihr eigentlich mit den Raids? Versucht ihr die noch regelmäßig? Also da muss man ja auch sich dann komplett zu anziehen. Oder sei es im Ähm, Elevator oder so. Eigentlich braucht man ja immer Full Equip und das ist halt dann doof, wenn Leute nackig rumlaufen. Ich glaube, wir probieren in den nächsten Mal wieder, in den nächsten Wochen. Aber F11, also da wo Endgegner Alpha mit Nachteule und so, die haben den geschafft, den 128. Letztens vor ein, 2 Wochen oder so. Ach krass. Das ist dann wahrscheinlich die Gilde mit den meisten Raids momentan, denke ich mal, ne? Genau, Mhm. genau, die haben einen mehr als wir. Ja, gegen Gods of Light habt ihr euch ja jetzt auch durchgesetzt, sieht man ja jetzt auch leicht, die ja auch lange Zeit gegen euch gewonnen hatten. Jetzt habt ihr auch noch ein paar starke Spieler mit dazu bekommen hier bei den Endgegnern. Da ist natürlich, seid ihr natürlich auch nochmal zu beglückwünschen. Und ja, wie gesagt, was mich jetzt auf jeden Fall interessieren würde, ist, ob du jetzt gleich die doppelte Stufe 700 erreichst hier im Chat. Das würde mich auf jeden Fall Ja, ich interessieren. bin, ich bin dann 1400, also nur mal so. Ja, dann bist du wirklich der höchste Spieler hier im ganzen Game. Ja. Worüber wollen wir es machen? Was wäre dir denn am liebsten? Ich glaube, ja, Zeitmaschine könnte gehen. Ähm, sonst Glücksrad bringt, glaube ich, zu wenig. Akademie. Ja, Ich weiß nicht, Zeitmaschine, wie viel die bringt. mh, Die ist ja nur 20. ich glaube, ja, doch, das reicht easy. Zeitmaschine müsste easy reichen eigentlich. Ja, Hast du dann macht das irgendwelche darüber. Pläne, bevor wir das machen, hast du irgendwelche Pläne so ab Stufe 700? Hast du dir irgendwas vorgenommen, so für die nächsten 100 Level? Oder willst du dein Equipment irgendwie nochmal erneuern? Wie neu ist dein Equipment? Legst du da überhaupt Wert drauf so? Ähm, ja, bevor wir da nochmal kurz die 700 erreichen, nochmal kurz dazu. Also die Waffe ist relativ aktuell vom letzten legendären Dungeon, vom Juni. Achso. Und der Rest lasse ich erstmal so. Mhm. Brauche ich gar nichts ändern. Ja. Änderst du das regelmäßig so, die Waffe, in bestimmten Abständen? Oder wie ist da so dein Verfahren? Letzt war es einmal im Jahr, so je nachdem. Ich gucke halt, was die besser ist als die alte, aber sonst quatsche ich auch mal gern 2 Jahre oder sowas. Die Waffe ist halt das Wichtigste. Ja, genau, auf jeden Fall. Jo, Gut, bei dir ist alles wichtig dann. Aber ja, wenn ich Stufe 700 erreiche, es dauert ja jetzt auch nicht mehr so lange, dann wird sich alles neu geholt. Ja, ja, das wird auf jeden Fall auch eine Eskalation werden. Ja, aber das ist schon, am meisten flasht mich, muss ich sagen, die Stat-Punkte. Also, das ist wirklich für die Leute, die vielleicht neu in dem Game sind oder so, aber das ist halt, ja, die werfen vielleicht zuerst einen Blick auf das Level, aber die Stat-Punkte hier, da steckt deutlich, würde ich sagen, deutlich mehr Arbeit drin, so als, ja, sag ich mal, das Level Stufe 700, klar, ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Wer kann das schon von sich behaupten? Das sind nicht viele Spieler, die momentan Stufe 700 sind. Ich glaube, das ist irgendwo im dreistelligen Bereich irgendwie. Ein paar du hundert kannst ja vielleicht. nachschauen. Du kannst ja nachschauen sogar. Wahrscheinlich. Im Webshop kannst du nachschauen. Ach so, stimmt, das können wir machen. Da müssen wir nach Level sortieren. Genau. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wer Wer jetzt ist hier denn alles. hier der Profi? Ja, da haben wir So, doch über 200. 212 Leute gerade, Stufe 700. Also es sind wirklich jetzt noch nicht so viele. Ja, deswegen, da sind es gleich 213. Okay, dann, Ähm, ja, eine Sache noch, wenn das Fenster dann kommt, ne, falls das kommt, ja, müsstest du ein Foto machen und mir dann schicken, weil ich will das dann in Discord auch schicken. das machen wir. Wir halten das auf jeden Fall einen Moment fest. Also ich bin jetzt auch niemand, der sowas so schnell wegklickt. Auch wir hatten ja mit Ignil, mit dem Chris, Grüße gehen raus an der Stelle, haben wir auch Stufe 700 erreicht.
Und Stufe 600 damals ja auch live im Video. Und ich glaube, bei 600, da wollte er das Fenster auch direkt wegklicken. Da habe ich so gesagt, nein, du musst diesen Moment genießen. So. Und das ist schon was Besonderes. Auch krass, dass er jetzt auch schon wieder mittlerweile Stufe 719 ist, ey. Ey, das Da ist musst wirklich, du ihm, da musst du ihm mal auf die Finger hauen, Nick, das mal. ja. Ey, hier sind so viele krasse Spieler dabei, ne? 723 ist auch so eine Ansage einfach. Heftig, heftig, heftig. Na gut, aber jetzt ist erstmal das Augenmerk auf dich gerichtet. Und ja, dann erreichen wir Stufe 700 hier in der Unterwelt mit der Zeitmaschine. Warte, Ja, bist du, Sekunde. Warte mal. ja, Mir wird schon gratuliert, glaube ich, oder? Rechts im Chat. ja, gut, dann bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passieren wird, wenn du nochmal Stufe 700 erreichst. Okay, Also, bist du bereit? ja, kannst du machen. Okay, 3, 2, 1. Ich hoffe, das reicht auch. Ja, LOL. nee. Okay, Alter, Reicht wie gar nicht. wenig Erfahrung man bekommt hier auf der Stufe, ist ja wirklich krass. Okay, gut, das haben wir jetzt so gehypt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob die Arena-Kämpfe reichen, die habe ich noch. Du hast noch einmal eine Akademie hier. Ja, hol mal ab. Reicht nur nicht. Nee, reicht noch nicht ganz. Arena-Kämpfe, wir haben noch Glücksrad. Ja, wenn nicht, müssen wir die Stadtwache abbrechen. Wollen wir Glücksrad mal tryen? Ja, probieren wir. Bisschen Okay. Gold wäre gut. Bisschen Gold? Oh, Pilze, Alter. Erfahrung wäre jetzt geil. Okay, du hast einmal Erfahrung. Okay, du bräuchtest noch 2 oder 3 Mal noch irgendwie Erfahrung. Oder halt ein großes Buch. Das war jetzt nur das kleine Buch gewesen. Das große Buch würde jetzt auch schon carryen. Oh mein Gott, dass das jetzt noch so knapp und spannend wird. Okay, du hast noch ein zweites Mal Erfahrung bekommen? Das bringt, nee, das bringt ja voll wenig. Auch wieder das Ja, kleine Buch. reicht. 3 Mal Pilze jetzt schon derweil. Sehr unlucky. Ich glaube, 2 Tränke haben wir jetzt auch schon. Oh mein Gott. Das ist wirklich das schlechteste Glücksrad. Okay, große Erfahrung. Ach, das bringt ja... Ne, das bringt... Das, ich hatte mich gerade verguckt gehabt. Das bringt ja echt weniger als gedacht. Gut, wir spammen den Rest durch. Du Okay. hast gut Gold gemacht, muss man sagen. Kein einziges Mal. Also das war, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Glücksrad, was was ich so bisher gesehen habe, ey. Naja, aber ein paar Tränke auf jeden Fall. Ja, also Ja. Arena. Quartier, nee, Quartier musst du mal gucken. Der Goblin, der ist auch fertig. Kannst du Ah, auch. stimmt, Kannst du auch okay. abholen. Ja, das ist ja der. Das ist der Ja, easy. dann Okay, haben wir das ist der easy way. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ja, gut. Ich frage dich nochmal, bist du bereit? Ja, drück drauf. Okay. Ja, ich finde das ist was Besonderes. Okay, 3, 2, 1. Tüte ist geöffnet. Okay. Und da ist er. Die Stufe 700 hier live im Video. Matze, mein Bester. Herzlichen Glückwunsch zur Stufe 700. Was sagst du dazu? Dankeschön. Wie fühlst du dich jetzt? Einfach nur geil. Schon krass. Aber Ja. denk dran, ein Foto machen. Ja, das mache ich direkt. Das mache ich sofort hier in der Aufnahme. So, Weil zack. ich kann. Ich mache vom ganzen Bildschirm hier so. Zack. So. Ja. Das speichern wir auch direkt hier. Zack, zack. Lass ich dir gleich zukommen. Ja, kein Problem. So. Echt geil. Ja, schöne Sache. Das ist doch mal ein Anblick wert, den man auch mal kurz genießen kann. Ich muss immer sagen, wenn man so eine krassen Meilensteine hier so vor sich hat, dann denkt man immer so an die ganzen Jahre zurück, wie lange man das spielt. Du spielst ja jetzt auch deutlich, deutlich länger als ich nochmal. Du hast ja 2010 angefangen. Ich weiß gar nicht, wann das bei mir losging. Ich war ja auch ein Spätstarter gewesen auf S31. Ich musste mal irgendwann nachschauen, wann ich meinen Account erstellt habe. Aber ja, ich würde mal schon sagen, dass du einer der bist, die schon mit am längsten hier in dem Game sind. Und ja, jetzt halt eben auch Stufe 700 erreicht. Großer Meilenstein plus die Million Total Stats. Stärkster Spieler der Welt, stärkster Magier der Welt, krassester Goldspieler. Was sagt der Chat? Schrei. Soll ich was reinschreiben? Ja, klar. Kannst du machen. Äh,
Ja, das ist schon sehr lustig auf jeden Fall, das hier so zu sehen. Ich weiß auch wirklich nicht, wodurch das vorhin gekommen ist. Ich glaube, irgendwie, das muss ja ja, durch den Gildenangriff irgendwie getriggert worden sein, dass, ja, der irgendwas, keine Ahnung, ob der das irgendwie doppelt, dreifach gezählt hat. Kein- Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bist du ja danach Stufe 700. Das war ja schon so knapp gewesen. Aber, ach so, ach, weiß man, dass wir hier ein Video aufnehmen? Hattest du das schon erzählt? Einige, ja, ja, einige wissen das. Ach so, okay. Ich hatte mich gerade gewundert gehabt. Ja, schön. 700, nice. Das ist sehr, sehr cool. Und ich klicke mal auf Weiter. Aber nee, zweimal 700. Ja, okay. Ja, das stimmt. Sorry, pardon. Herzlichen Glückwunsch zur Stufe 1400. Sehr nice. Ja, danke. Bester, bester XP-Spieler in ganz Shakes and Fidget. Wäre schon Dr. Darm. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, welche Stufe hat der eigentlich momentan gerade? 750 oder sowas? Echt? 740? Boah, so Ja, weit guck ist er halt schon. mal. Irgendwie 40. Vergibt immer den Shop. 240, 50, irgendwie sowas, oder? Hm, Ja, 40, genau. ach so, ja, 741. Auch krass, auch krass, auch krass. Ja, was ist das Aber denn die hier? Werte? Ja. Ja, die Werte sind natürlich, ja, die kann man, ne, da sieht man halt so den Unterschied zwischen XP-Spieler und Goldspieler. Der hätte halt so gegen einen One-on-One-V1 gegen dich halt überhaupt gar keine Schnitte so, ne? Also, aber wer hätte das schon? Ne? Ich meine, ich sag's immer wieder, du bist halt momentan gerade, du kannst es von der Hand weisen, der stärkste Spieler der Welt. So. Ne? Ja. Und ja, ansonsten wäre nochmal eine kurze Frage von mir gewesen, da du ja schon so lange hier in dem Spiel dabei bist und du ja mit dem Magier komplett durchgestartet hast. Wie ist es dazu gekommen nochmal zum Schluss, dass du dich für den Magier entschieden hast? Und hattest du da auch nochmal, hattest du zwischenzeitlich oder spielst du auch noch andere Accounts oder ist das wirklich so der einzige, den du so bespielst? Also der Magier wurde es halt, weil ich einfach allgemein auch in anderen Spielen Magier einfach lebe, ja. Mhm. Und da habe ich mich dafür entschieden. Da gab es ja auch damals nur 3 Klassen. Und ich hatte auch einen Kundi auf S6 und einen Krieger auf S7. Bis 450 oder sowas. Und dann keine Zeit mehr, wollte nichts mehr da machen. Nur noch ein Account. Mhm. Dann wurde es der Magier. Und dann, ja. Es musste mich aber entscheiden zwischen Magier und Krieger, muss ich ehrlich sagen. Ja, Kundi war nicht meins, ehrlich gesagt. es Und ist ja, bei mir ähnlich, der ja. Magier. Ja, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Auch mit der Entscheidung, wie du das getroffen hast, so. Es ist bei mir genauso, weil ich auch in anderen Games für mich für den Magier entschieden habe. Und Kundi ist bei mir auch so von den 3 Klassen, von den 3 Standardklassen, auch die Klasse, die ich am wenigsten bevorzugen würde. Deswegen habe ich ja auch einen Krieger noch auf W50. Aber ja, kann auch komplett nachvollziehen, dass du da deine komplette Zeit auch in einen Charakter investierst. Ja, wenn man den bis zum letzten wirklich maximieren möchte, hat man damit wahrscheinlich auch schon mehr als genug zu tun. Ich sehe da immer bei anderen, wo, weiß ich nicht, 10 Accounts haben. Es geht, glaube ich, gar nicht, dass du die perfekt spielst. Nee, also zumindest nicht auf diesem Niveau, wie du deinen Account bespielst. Also kann ich mir schwer vorstellen. Man kann ihn so, ne, mehr oder weniger halbherzig spielen, man kann so überall so seine Tasks jeden Tag machen, kein Thema. Das kann man alles so abhaken und ich denke mal, das ist kein Problem. Aber wenn es dann ins Feintuning reingeht, auch so Beutegold und sowas, sag ich mal, dann wird es nachher schon wirklich ziemlich zeitaufwendig und auf 10 Accounts irgendwie Beutegold farmen, das schafft kein Mensch. Also kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, Ja. deswegen, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ey, ich bedanke mich bei dir, dass du hier heute zu Gast gewesen bist und dass wir einen kleinen Einblick in deinen Account werfen konnten. Ich denke mal, das ist Ja. für viele Zuschauer auch nochmal sehr interessant so zu sehen. Ja, wenn man halt eben nur deinen Namen so in der Ehrenhalle sieht, aber man weiß ja vielleicht auch nicht, wer sich so dahinter verbirgt. Die langjährigen Zuschauer, die wissen natürlich, wer du bist und dass wir dich auch hier schon öfter auf dem Kanal zu Gast haben. Aber ja, deswegen danke auf jeden Fall, dass du heute zu Gast gewesen bist. Und wenn du noch irgendwas sagen möchtest, noch ein paar Worte, dann ist das jetzt dein Moment. Kurz eine Sache musst du noch zeigen, bevor es zu Ende ist. Ja, Du musst noch den besten Versuch im Dungeon zeigen, in der Post. ja. Den musst, ja, den musst du mal zeigen. Okay.
wollte ich sowieso die ganze Zeit schon raufgehen in die Post. Allerdings habe ich mich nicht getraut, da in die Post reinzugehen, weil ja, manchmal hat man da ja auch so ein paar private Nachrichten. Deswegen, Ja, weil du wirst gleich sehen, das war so bitter, ne? hast du deine Begleiter auch so gut equipped oder legst du da nicht so viel Wert drauf? Boah, geht so, ne? Also, nicht perfekt, aber Hm, du bist ja jetzt, bist du eigentlich jetzt der zweitweiteste Spieler in den Dungeons hier? Nachteule ist ja schon durch, ne? genau. 3,8. Alter. Mhm. Aber auch 3,8 Milliarden Crit einfach rausgehauen. Was ist so dein höchster Crit? Achtest du da so drauf? Hast du das im Kopf? Hast du schon mal über 4 Milliarden Crit gemacht? Nee, da achte ich nicht so drauf. Keine Okay, Ahnung. ja. Aber um die Frage zu beantworten, ja, Nachteule ist der einzige, der fertig ist. Sonst weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass du halt der zweitweiteste bist im Moment. Ja, aber ohne Geschicktrank, glaube ich, Ja, müsste mal die Chance wissen. ja, sehr gerne. Von dem. Ja, momentan 0,02. Ah, okay. Oh, dafür war der Versuch aber eben sehr, sehr gut gewesen. Krass. Ja, aber das war gefühlt einer von Tausenden. Ja, am 15.08. Naja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bis zum Ende des Jahres. Und die anderen beiden, da hatte ich ewig kein Dungeon probiert und die anderen beiden, die waren dann relativ knapp hintereinander, weißt du? Mhm. Die waren noch einfacher, weil dann geht's auf den Oh anderen mein Zahn. Gott, aber die Kunigunde auch, ne? Ja, Alter, krass. Ja, bin ich gespannt, wann ich da denn auch soweit sein werde. Eines Tages mal. Das wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern. Ja, ich bin ja auch noch lange nicht so weit wie du mit den Stat-Punkten her. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ei, Wie würdest du jetzt für mich so empfehlen, wie ich mit meiner Skillung so weitermachen würde? Ich habe, glaube ich, jetzt 500.000 Intelligenz und 350.000 Ausdauer. ich würde so machen wie du, erstmal 1 Milliarde Leben da voll machen. Hm. Und ja, dann musst du gucken. Ich gehe halt auch wieder auf Intelligenz. Zu viel Ausdauer ist auch nicht so gut, also man muss gucken, Ja. wie du dich auch wohlfühlst. Also ich gehe eigentlich ganz gerne so 20.000 Ausdauer und dann wieder viel mehr auf Intelligenz. Also jetzt gehe ich bestimmt auf 350k mindestens. Hm. Intelligenz. Wie auf 350k. Ja, da, oder Ach so, Basis. Basispunkte. Ah, okay. Alles klar. Gut, du achtest da mehr auf die Basispunkte dann, ne? Genau. Und dann mache ich irgendwann hier die 200. Mhm. Okay, ja, interessant. Wir haben aber auch einen Magier, der hat noch mehr Ausdauer. Bei uns in der Gilde. Ja. Ja, Weißt du interessant. Nee, aus dem Kopf jetzt nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen, so. Der Luca. Luca Freak. Der hat noch mehr Ausdauer. Ah, Der ja, ist da ist er. da. Ach so, gerade nackig auch wieder. Ja. Ja, 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 aber ja, über 200k Basis. Okay. Ja, genau. interessant auf jeden Fall, mal so auch die Meinung zu hören so. Ich achte da auch immer so sehr drauf, was so die stärksten Magier, wie die so skillen und dann versuche ich für mich dann da auch so meinen Weg zu gehen. Ja, aber ich denke mal so gefühlstechnisch macht man da, denke ich, wenig falsch. Solange man ja Intelligenz als Magier bevorzugt, ist ja auch alles fein. Und wie viel Int hast du? 500.000? 500.000 Int und 350.000 Ausdauer. Mach mal bei mir kurz unten die Ausrüstung weg. Ja, oh, guck, hab mehr. Okay, er muss ja jetzt ihn nochmal raushängen lassen zum Schluss hier. Er ist ja wohl unglaublich. Ich hau dich auch nackt kaputt. Ja, ja, ich merke das schon. Okay, das ist nochmal ein richtiger Disrespekt jetzt hier zum Schluss nochmal gewesen. Ja, ist doch nur Spaß. Ja, nee, alles gut. Aber ich habe mehr Ausdauer als du mit Equipment. Ja, das stimmt. Ja. Nee, also auf jeden Fall, ey, vielen lieben Dank, dass du heute am Start gewesen bist. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wie immer, mein Gast hat das letzte Wort. Ja, lass was Liebes in den Kommentar da für den Matze. Ist nicht selbstverständlich, dass er hier ja, seinen Account mit uns zeigt. Und deswegen Dankeschön auf jeden Fall. Und ja, die letzten Worte, mein Bester, hast du. Ja, ich habe erstmal zu danken, dass ich mal wieder dabei sein kann. Ja. Wenn du öfters fragst, bin ich auch mal wieder dabei. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe sogar Kommentare bekommen, warum macht ihr das nicht live, ja? Aber keine Ahnung. Ja.
Guck, die schreiben. Ja, Auf jeden Fall, ja, gerne, können wir immer mal wieder machen. sehr gerne. Und ja, ich wollte noch die ganze Endgegnerfamilie grüßen, ja, jeden einzelnen. Wir sind ja, wie gesagt, auch auf F11 und F12, ja. Hm. Und ja, wir haben viele Leute und ja, sind alle super. Man kann sich eigentlich keinen besseren, ich will keinen anderen schlecht reden, aber man kann sich eigentlich keinen besseren Leiter vorstellen, ja. Einfach Wahnsinn, was er aufgebaut hat. Das ist super. Ich denk, alle sind zufrieden, passt. Ja, Ja. das ist, Und wie du siehst, kriegen wir doch noch zwei 700er demnächst. Und unter mir. Und ach so, meinst du in der Gilde? Ja, ja, ja. Ja, der Gildendurchschnitt nähert sich langsam der 700. Ja, ist schon gut, wir krass. müssten einen Spieler unten austauschen. Dann, Ja, der Kollege reißt hier ganz schön was raus. Aber er macht sich ja ja, auch. Er macht sich auch mit der ja, Zeit. Ja, ja, Freunde, ja. dann würde ich sagen, verabschieden wir uns beide. Ne? Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.